So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, beziehungsweise kleiner Test. Das ist ja nur eine Pre-Alpha, beziehungsweise auch genannt Demo zu The Precinct. Hier spielt man einen Cop, der frisch aus der Akademie raus ist. Sein Dad ist dead, also quasi tot. Und wir sollen quasi die Stadt weiter beschützen als der neue Cop, der uns jetzt gleich vorgestellt wird. Den Namen habe ich mir leider jetzt gerade nicht gemerkt, aus dem ganz kurzen Herauslesen. Wir gucken uns das Ganze mal an und gucken, ob es vielleicht irgendwas für uns wird, wenn es dann in der Vollversion rauskommt. Natürlich, wie gesagt, es handelt sich leider nur um eine Demo, das heißt, dass es halt auch sehr schnell vorbei sein kann. Ich kann euch nicht versprechen, ob das ein 15-Minuten-Video wird oder ob es vielleicht nur 5 Minuten wird. Wir werden sehen, was die Demo uns hergibt. Ich dachte, da momentan aktuell diese Demo-Woche ist, oder wie das da heißt, werden wir uns so viel wie möglich anschauen. Ich würde mir tatsächlich erstmal in den Optionen ganz kurz die Grafik anschauen, weil manchmal... Genau, weil die Physik gerade können wir ruhig schon auf 60 FPS lassen, weil sonst haben wir nämlich nur eine 30 FPS Game. Gut, dann würde ich sagen, wir starten mal rein und gucken, was uns das Spiel hergibt. Das Ganze soll mit Controller gespielt werden, damit soll das Spielerlebnis viel besser werden, sagte zumindest der Startbildschirm. So, wir sollen mit A starten. Gut. Das Ganze erinnert mich ein bisschen, also von der Perspektive erstmal so ein bisschen an die ganz alten GTA-Teile, aber als hätte man halt quasi irgendwie Raytracing und sowas drüber geklatscht. Beziehungsweise das Ganze remastered irgendwo. Ich rede jetzt gerade nur, weil die halt gerade eh nicht reden, aber es wird wahrscheinlich gleich irgendwas passieren. Hoffe ich zumindest. Welcome to Averno City. It may look peaceful from here, but trust me, it's rotten to the bone. That's where we come in. Averno's finest. We swore an oath to protect this city, to look out for the citizens walking those streets below. There's bad guys, and there's good guys. And then there's us, all balancing on a knife edge, fighting each other just to survive. But it's a fight we're losing, and everybody knows it. We're understaffed, underpaid, and overworked. Worse than that, we got targets on our backs, and every low-life punk and thug thinks they can take aim. Heck, a few of us might even deserve those targets. Not all of Averno's finest are that fine. We got our fair share of rot, too. What good is an oath of honor if you got no honor to betray? But me, I believe in the badge. That chunk of metal means something. And hey, some days the good guys come out on top. But most days not so much. All the while, the fight rages on. The lucky ones get a flag and a plaque. The unlucky ones get a flag and a 21-gun salute. Why do we do it? Truth is, for some of us, it's all we know. But for others, it's in our blood. The Precinct. Das ist wahrscheinlich unser Revier, würde ich meinen. Ganz böse behauptet. And they remain at large. Chandler, Sayers, you're covering downtown. Keep them peeled. These guys are no joke. You got it, boss. All right, I know you're dying to get out there. Can't wait. But before you all charge into the blue, I want to introduce you to our newest tender lamb fresh out of the academy. Bah! Where's Bo Peep when you need her? Yeah, I could tell you where she was last night. This officer graduated from the academy at the top of his class. Yeah, that and 50 cents will get you a cup of coffee. And Nick Cordell Jr. What? No way. will obviously have some big shoes to fill. Jesus, what the... Seriously? They assigned him here? Kowalski, if I may, I don't have to tell anyone in here about the late Chief Cordell, his stellar record, the respect you had for him, his untimely death. I especially don't have to tell Recruit Officer Cordell, who's lived with it every day of the last 5 years. But there is one thing I do want to remind you of. Every single one of you took an oath to protect this city, its residents, and your fellow brothers in blue. That's what matters. I don't care what your last name is, who your daddy was, or who you hang out with on your day off. Our worth comes from what we do, not who we know. I want you to welcome Officer Cordell
But I'm not asking you to take it easy on him. On it. Or hard on him. He's a cop. Just like you. Just like me. We're the ones out there making the hard choices. And those choices are what make us who we are. And Cordell, you're gonna have to learn the streets and the precinct the same way these mooks did. Are we clear? Yes, sir. Crystal, sir. Absolutely, sir. Thank you, officers. Lodge Commander. Appreciated, Chief. Sergeant Kelly, Yeah, boss? the rook's with you. I pulled the last one. Why do you think I'm giving you this one? Because I did something in a past life? You did something. I'll alert the media. Ugh. All right, squad. Let's get out there and make Averno City proud. Yes, ma'am. Time to pound pavement. Come on, Rook. Let's go for a drive. Cool, also. Cornell ist unser Name. Ah, das hat eine ganz coole Perspektive. Also solche Spiele mag ich eigentlich. Das ist cool gemacht. So, dann gehen wir mal hier raus. Hier Let's mit see what RT Averno springen. City has in store for us today. Okay. Können wir uns hier... Ne, wir können uns wahrscheinlich nicht viel umgucken, ne? Weil viel gibt es ja nicht. Warte mal, haben die nur... Achso, weil man mit ihnen reden kann. Hier haben wir die Zellen. Ich finde mal so diese amerikanischen beziehungsweise englischen... Ja, ich würde mehr so ins Amerikanische gehen. Polizeireviere gefallen mir immer. Die sehen immer so richtig authentisch und oldschool aus. Sollen wir jetzt mit ihm hier reden? Ist das nicht unser... Deshalb, da habe ich mitgemischt. Okay. Also, mit viel reden ist ja anscheinend nicht so. Das ist sicher der Pre-Alpha. Welcome to the ACPD, kid. Time for our first mission. Sustenance. But, you can drive. My hip's been acting up lately. Oh, and, don't worry about the fellas. They like to act tough, but that's just because they don't have my natural good looks and winning personality. Das nennt man selbst überzeugt und selbstverliebt. Aber damit können wir leben. Wir sollen jetzt in ein Auto steigen. Dann fahren wir mal. Einsteigen hier. Sirene ist mit LB. Okay. Also RT ist beschleunigen, LT ist rückwärts fahren. Das hätte ich jetzt nicht anders gedacht. Handbremse ist B und Y aussteigen. Unten haben wir angezeigt bekommen. LB ist Sirene. I bet you learn all kinds of fancy driving at the academy, but for now, let's just take it slow and steady. Don't want to scratch the paint job on your first day. Swing by the hot Wir versuchen dog uns mal stand in wenigstens Chinatown. ansatzweise wie There's a parking Polizisten bay zu there. benehmen. Auch wenn man jetzt sagen könnte, ja, wenn das jetzt wie ein GTA wäre, bla bla. Jetzt wäre fast da reingefahren. Aber es ist schon ein cooles Setting. Also von der Grafik her bin ich gerade echt begeistert. Jetzt sind wir in Chinatown. Ja, doch ein bisschen GTA hier. So, wir müssen einmal nach rechts. ACPD. Need some experience, sign up. ACPD officers. Okay, wir haben grün. So, was gibt es hier? Eigentlich darf man nicht von der Seite hier rein, aber ist egal. So, wenn ich eins gelernt habe, ist es rückwärts einparken. Good job, rookie. Time for some chow. Oh, Zeit etwas zu essen. Joa. Hallo. Warte mal, was kann ich mit dir There it machen? is. After you. Na, okay. Während der Ausbildung nichts möglich. Tube steak. Breakfast of champions. How'd you take yours, kid? Einmal mit allem. The works. A maximalist. I can respect that. What's the damage, Fareed? Leo, my friend. For you, no Für dich charge. geht's aufs Haus. Fareed, you old softy. You earn that tip every time, don't you? Ah, breathe it in, kid. Best part of the day. Besides, you can't patrol on an empty stomach. You know, your old man liked his dogs too. Ah, of course you do. We came up through the academy together. Took different paths when we got on the force, though. He wasn't gonna let anything get in his way. And me, well, let's just say, water finds its level, and my level is, easy mode. Oh, cool. Oh, Einsatz. Alter, oh mein Gott. Also das mit dem Essen, da kann ich mich jetzt nicht dran gewöhnen an den Christ Sound. on a crutch. Another beautiful Dieses moment Schmatzen. ruined. Oh well. Ja, das habe ich tatsächlich schon wahrgenommen.
Central, this is Unit 84, responding code 3. Oh, mal eine angenehme Sirene. Das hat man auch nicht oft in irgendwelchen Spielen. Also manchmal sind die ja so richtig penetrant. You wanted the real deal? This is it. Aus dem Weg, Polizei. Bakersfield. Wiu, 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 wiu. Oder? Geh in Deckung. Mit RT, ne, LT ist zielen, RT ist schießen, LB ist nachladen. In Deckung gehen zu B, Waffe links, Waffe rechts. Okay. Wir gehen mal in Deckung. FBI, open up! Now remember, they get one warning. If they don't throw them down, we take them down. Get ready. Police! Tödliche Freeze! Gewalt. Drop your weapon! Morons! Doesn't look like they're gonna give us a choice. Line them up! Duggan's down. Shots fired! This is Bree Bookman in the ACTV Eye in the Sky, the #1 news Uh-huh. chopper in Averno City. We're downtown where police are engaged in a fierce shootout following yet another bank robbery. It's not clear yet whether this is the notorious August gang or... hold on. There's movement at the back of the building. More criminals coming out. They're boarding a vehicle. It's a dark van and it... Oh my goodness. Keep it tuned to ACTV, folks. Looks like we're in for a police pursuit. You're too far away. Follow that vehicle. Rufe Verstärkung, wenn du sie brauchst. Du verdienst Unterstützungsmarken, wenn du dich gut hältst. Zum Beispiel, wenn du bei einer Verfolgungsjagd in der Nähe eines Verdächtigen bleibst. Wenn du genug Marken verdient hast, kannst du Unterstützung anfordern. Mit RB. Mach mal, kein Problem. Da oben. Machen wir erstmal den. Die bösen Schweine. Wenn ein Fahrzeug eines Verdächtigen Leben gefährdet, bist du befugt, tödliche Gewalt anzuwenden. Achte darauf, dass du keine Zivilisten verletzt. Es ist die Polende! They ditched the vehicle! Oh, einmal mit Taser getroffen. Gib Verdächtigen stets die Möglichkeit, sich friedlich zu ergeben, indem du einen Sprachbefehl gibst. Wenn die Widerstandsanzeige eines Verdächtigen vollständig erschöpft ist, ergibt er sich. Entschlossene Verdächtige reagieren möglicherweise nicht auf Sprachbefehle. Okay, dann steigen wir mal aus. Stop there! So, den können wir einmal sichern. Wake up, partner. We got suspects to arrest. Den können wir selber eskortieren. ready. You got this, kid? Cool, rein damit. Das hat auch gut gelöst. Welche Verdächtigen? Warte mal, lass uns mal ganz kurz hier ranhalten. Officer Daniel hat irgendwas zu spielen. Warte mal, ich komm mal hier raus. So, wir gehen mal kurz hier am Wegrand. Blut rein, Blut raus. So, hier tun wir dich mal kurz hin. Dann kümmern wir dich mal kurz. So. Ja, festgenommen ist er ja, ne? Beleit rufen. Nö, wir bringen ihn selber weg. You need to put them in the vehicle. Oh. Was ihn da reintun? Just relax, will ya? Rein damit. Geht doch. Und dann fahren wir mal selber.
Also wenn man schnell fährt, ist die Fahrweise schon ein bisschen, ja. Weil es ja auch regnet, ne? War nicht mein Ziel. Ja, habe ich. Habe ich die jetzt abgegeben? So. Morgen um dieselbe Zeit. Okay, das ist schon lustig. Hallo, ich habe hier jemanden, der ins Gefängnis muss. Edward Williams, Chinatown, Überfall mit einer tödlichen Waffe, schwerer Einbruch, Festnahmeentzug. Rechte vorlesen? Nein. Unterschrift? Ja. Nick Cordell. Cool. Haben wir das schon mal erledigt? Einmal zur Asservatenkammer. Evidenz. Aber wie komme ich hier rein? Achso, wir sollen mit dem Typ an dem Scheider sprechen. Ich verstehe. Mean Gene? What's today's major malfunction? Oh, the usual. Misfiled evidence, sloppy dockets, illegible handwriting, contaminated evidence. I'm surprised some of your friends here made it out of grade school. Cordell, meet Eugene, our evidence guy. Eugene Papadopoulos at your service. Did Kelly try the old "you drive, my hip hurts" routine on you yet? Hey! Thought so. He doesn't tend to lift a finger unless there's a gun drawn or a chance he might get pizza. Anyway, my job's to know where everything is, which basically means tracking down whatever you humps misfile, mislabel, or otherwise misplace. We do our best. Oh, I'm well aware of this unit's, limitations. Anyway, when you collect any evidence, you come see me. I'll make sure it's safe. You're a peach, Gene. Never change. Wasn't planning on it. All right, kid. You did good today. But that won't mean a fart in a windstorm tomorrow. I'm out of here. I'll see you in the morning. Unless I die in my sleep. God, that sounds pretty good, doesn't it? Ah, cool. War unser erster Arbeitstag. Wir sollen die Schicht beenden. Das wird dann halt hier rüber gemacht. Okay. Zweiter Tag. Morning, Cordell. Tidy work yesterday. Keep that up and you'll be leaving Kelly in the dust before he even has time to retire. Love you too, Kowalski. I know we dropped you right into the thick of it on your first day, but fundamentals are important too. What she means to say is that parking tickets are how the city pays the bills. Come on, Kelly, you know that isn't true. This city hasn't paid its bills in years. Regardless, today is going to be about old-fashioned police work. You're going to walk a beat and maybe straighten out a little bit of this bent old city. Gut, dann haben wir Check your handbook for the violations to look out for. Handbuch. Ne, ich soll gedrückt werden, glaube ich, oder? Ah ne, hier. Einführung, Vorfälle, Ordnungswidrigkeiten, Auflösung, Bußgeld verhängen, zusätzliche Aktion mit dem Täter sprechen. Okay, das ist halt, wie man damit umgeht. Umwelt. Ach, hier Graffiti, Vandalismus, Schriften oder. Aha, okay. Entsorgung von Müll auf dem Boden, erlaubte Gewalt auch nicht. Auflösung, Bußgeld verhängen. Ausweis prüfen. Ja, halt so einfache Sachen, ne? Dann gehen wir mal heraus. Ich vergesse mal, dass wir auch noch mal ein bisschen sprinten können. Ich bin begeistert für den flüssigen Übergang, wenn man rausgeht. Es gibt 6 Arten von Parkverstößen. Behinderung eines Hydranten. Entgegen der Fahrtrichtung parken. Denke ich mal. Ja, es geht ja ums Parken. Entgegen der Fahrtrichtung. Zu nah an einer Kreuzung. Auf dem Weg. In einer Parkverbotszone. Und die Parkuhr abgelaufen. Cool. Dann wollen wir mal starten, wa? Achso. Kelly folgen. There are 6 different parking violations to look for. Blocking a hydrant, parking in the opposite direction of traffic, too close to a crossing or on the sidewalk. Oh, and of course, parking in the no parking zone. Oh, and don't forget expired parking meters. Just be sure a vehicle is parked illegally before issuing a ticket. You can't take it back. Ah, here's one. Can you see what parking So, violation ist this bozo is am committing? Hydranten.
Cool. Good job. The handbook shows all the violation types. Können wir vielleicht ein bisschen schneller laufen oder so? People are allowed to use parking bays until the meter expires. Das When you inspect the meter, 0 minutes remaining means it is expired. It's worth checking the meters at bays that are in use. There's a lot of people who don't like to pay their dues these days. 3, 4. Oh, hier. Abgelaufen. Is it expired? How you doing? Give him a ticket. Parkour abgelaufen. Also bis jetzt ist es ganz cool. Also so habe ich mir das generell ein bisschen vorgestellt, wenn man anfängt in einem Polizeirevier, dass man halt erstmal mit sowas anfängt. Knöllchen verteilen, bevor man halt auf die großen Radute geht. Können wir weiter. Ah ja, hier ist noch ein Weg rein. Ich weiß, worauf er hinaus will. Ich weiß, worauf er hinaus will. Hier rauf. Er steht auf dem Weg ran. Da, auf dem Gehweg. Easy. Let's carry on. Na, da geht jetzt mit uns alle 6 Stück durch, oder? Kann das sein? Go handle it, kid. Vandal at work in my patrol sector? Sicherungsgewalt, je nach... Okay. Wait there. Gar nichts gemacht. Ja. Excellent. That handbook will help you stick to the rules. Ich wollte natürlich gleich mit den Waffen hier ran. Wegtasern. Graffiti is a type of Aber er hat sich ja vandalism gleich ergeben. and only warrants a fine. Picasso there surrendered as soon as he saw us. So we didn't need to arrest him. Jetzt kommt bestimmt That irgendjemand, der said, sich... some criminals like to try their luck. They might throw a few punches, or they might take off. Both of those are arrestable offenses. Even if the initial crime only warrants a fine, once a perp commits an arrestable crime, you gotta make the arrest. As Central, be All right, advised of that's property enough. vandalism in our vicinity. LT und RT. Ups. We got you, scumbag. Ach, Mann. You're not authorized. Warum hat denn der jetzt die Pistole ausgewählt? Vandalism down here. Ah, You used your gesichert. baton to defend yourself. That's fair enough. Mir gerade ein bisschen But blöd next angestellt. time, see if you can restrain him instead. Aber das muss ich aber mal ganz kurz im Buch nachlesen. Hier geht es ja nicht nur um... Hier geht es ja auch noch um Angriff auf einen Officer. Bewaffnet war er nicht. Angriff auf einen Officer. Nicht tödliche Gewaltverdächtigen. Festnahme. Ah, okay, der wird festgenommen. Don't forget to make the caller. Call an escort unit to take our suspect to the precinct. Haben wir gemacht. Können wir weitergehen? Gut, kann man ja die Knibbel wieder Let's walk wegtun. back to the station, but keep our eyes peeled. Was machen wir jetzt? Deal with this mope, and then we'll call it a day. Verdächtige können Widerstand leisten, angezeigt durch eine blaue Leiste über ihren Kopf, der durch Sprachbefehle und andere Aktionen verringert werden kann. Wenn die Anzeige leer ist, ist er gefügig. Get after him. Ja, jetzt mache ich meinen Sport. Los, auf geht's. Hopp, 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 hopp. Hey, you. Hold it. Wait there. Don't make it worse for yourself. Get after him.
You have the right to remain silent. So, we're gonna make an Vandalismus, arrest or not? Festnahmeentzug. Aber jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Festnahmeentzug ist doch eigentlich, also in manchen Ländern, wo ich das halt kenne, ist ja an sich kein Verbrechen zum Mitnehmen, ne? Also festnehmen. Das ist ja eigentlich auch nur ein Delikt für Ordnungswidrigkeit. Graffiti haben wir ja schon. Umweltverschmutzung, Festnahme. Ich brauche Festnahmeentzug. Verfolgung. Verfolgung zu Fuß. Tackling, gewaltsames Sichern. Ich brauche halt einen Vorfall für Festnahmeentzug. Ich habe halt keine Lust, hier irgendwas Falsches gerade zu machen. Wäre Einbruch, Überfall, Angriff auf Officer, Einbruch, Autoraub haben wir auch nicht, Verbrecherserie, Drogendeal, Trunkenheit, Festnahme entziehen, ein Verdächtiger, Sicherungsgewalt, Verdächtiger, wird auch festgenommen? Das ist krass. Ich habe echt gedacht, die bekommen auch nur... Ich habe tatsächlich gedacht, die bekommen auch nur eine Geldstrafe. Gab es das nicht in irgendwelchen Ländern? Ich bin mir gerade echt unsicher. Naja, man wird immer des Besseren belehrt, sage ich mal. So. Nicole. Geschrieben. Perfekt. Und dann beenden wir mal die Schicht. Erstatte Bericht in die Büro des Chiefs. Was ist denn das Büro des Chiefs? Mal, wer ist denn jetzt hier der Chief? Er hier, ne? In any case, we're going to need to keep this quiet, even here in the shop. This is not for general consumption. Got it. Ah, Cordell, come in. I want you to meet Detectives Lee and Ferreira, our top investigators working the organized crime beat. Heard about your baptism by fire at the bank the other day. Yeah, log 200 more like that, and you'll be a real Averno cop. I don't know, look at him. I think he's got it in his bones. It's good to meet you, Cordell. Your pop was one of my heroes. That'll be all, gentlemen. So, Cordell, it seems your work at the bank the other day turned up a promising lead. We discovered a print on a dropped weapon. It matched someone who wasn't even at the scene. A Mr. Michael McKenzie, rich guy, lives in a mansion on the north side. Tactical paid him a visit a few minutes ago, but it seems he was tipped off. Soon as they breached, he sped off out the back. We're scrambling an aerial unit to track the vehicle now. Excuse me, sir. Bird is fueled, ready for wheels up in 2. Martinez, this is Officer Cordell. He'll be with you on this operation. A rookie, sir? Is this the right time for... It's the right time for you to obey orders, flight officer. Yes, sir. See you up top, Cordell. We gotta move. I authorized you on this mission because I was impressed by your performance at the bank, Cordell. Don't make me regret this decision. Now get up there. Okay. Dann dürfen wir wohl jetzt fliegen, oder was? Steige den Hubschrauber. Die Musik ist episch. So, ich will hier oben rein. Ah ne, sie fliegt, ne? Bin mir unsicher, oder? Darf ich fliegen? Ah, ich darf fliegen. A ist aufsteigen, B ist sinken. L ist beschleunigen, R ist drehen. Seitwärts flutet L. LT und R ist Scheinwerfer. Unterstützung anfangen. Ah, man kennt's. Also steigen wir erstmal auf mit dem. Ich gehe mal davon aus. Ne, warte mal. Ach, da. Okay, jetzt war ein bisschen lost. Ja, sich rollen? War da eben gerade.
Da ist er. So, Verfolgung der Hubschrauber. Haltet den Scheinwerfer auf das verdächtige Fahrzeug gerichtet, um Unterstützungsmarken zu verdienen. Wenn du es genug Marken gesammelt hast, bla bla bla, kennen wir ja schon, ne? Gut, dann... Ich finde halt, dass die... Wollen wir noch einen? Unterstützung durch Bereitschaftswagen, okay, das gibt es später auch noch. Ist ja interessant. Haben wir das jetzt erledigt? Oder was? Achso, wir sollen wir zurück. Ich dachte, wir sollen jetzt irgendwas machen. Huch. So. Hä? Als ob diese eine Minute. Nice. So, danke fürs Spiel von The PRECINCT. Somit haben wir auch die Beta-Phase überstanden. Was heißt Beta? Alpha-Phase sogar noch. Das ist ja die Pre-Alpha. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Wenn euch das Spiel gefällt, probiert es selber mal aus in der Demo. Es macht wirklich so viel Spaß. Es kommt im Dezember, glaube ich, raus diesen Jahres noch. Ich denke, ich werde dann dabei sein. Wir schauen mal. Wenn dir die Aufgaben bisher gefallen, kann man nur mit einem Ja belohnen. Und wir werden dann im Dezember uns wiedersehen bei The PRECINCT. Ansonsten, wir werden die Tage vielleicht auch andere Demos spielen. Ich danke, dass ihr reingeschaut habt. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten ein Abo, wenn ihr nichts verpassen wollt. Lasst auch gerne mal ein Like oder ein Follow da bei Instagram. Ich versuche dort jetzt regelmäßig auch aktiv zu werden. Ansonsten, ich bin fast täglich auf Twitch aktiv. Ihr könnt gerne meine Livestreams schauen, sofern ich gerade live bin. Ansonsten, haut rein, ciao, habt noch einen schönen Tag.